Wenn du dieses Mindset hast, wirst du untergehen. Du wirst untergehen. Sechs Gründe, warum Startups scheitern. Ich beobachte das schon länger. Warum gibt es Gründer, die von Anfang an durchstarten und erfolgreich sind? Und warum gibt es Gründer, die nach ein paar Monaten nicht mehr auf dem Markt sind, die scheitern? Und das sind aus meiner Sicht sechs ganz wichtige Punkte. Punkt Nummer 1 ist, lerne verkaufen. Viele, die scheitern, können nicht verkaufen. Und warum ist es wichtig zu verkaufen? Weil du musst deine Kunden überzeugen, dass du die besten Produkte und Dienstleistungen hast. Du musst deine Lieferanten überzeugen, dass sie überhaupt ein Start-up auf Rechnung beliefern. Du musst neue Mitarbeiter überzeugen, dass sie bei dir anfangen. Gerade erfahrene Mitarbeiter, die überlegen natürlich, ob sie ihren sicheren Job aufgeben und in ein Start-up wechseln oder ob sie da bleiben, wo sie sind. Investoren, du musst Investoren überzeugen, dass sie dir Fremdkapital geben, damit du überhaupt loslegen kannst. Also der erste große Fehler ist, ich muss nicht verkaufen, ich brauche nicht verkaufen, verkaufen tun andere, ich will nicht verkaufen, ich kann nicht verkaufen. Wenn du dieses Mindset hast, wirst du untergehen. Du wirst untergehen. Die besten Gründer sind die, die ihre Idee auch richtig gut verkaufen können. Erster Punkt. Der zweite Punkt. Und wir drehen hier in Dubai und ich gucke voll in die Sonne. Also sorry, ist vielleicht nicht höflich, aber sonst blinzel ich so. Der zweite Punkt, warum Gründer scheitern, ist, ich nenne es mal das Thema Investition, investieren. Ein Gründer, den ich gut kenne, ein kleines Start-up, er hat jetzt, glaube ich, 6 Mitarbeiter, und er sagt, ja, ich will auch finanziell frei werden. Und Dirk, worein investierst du denn? Soll ich in Fonds gehen, in Aktien gehen, in Immobilien gehen? Und ich sage, hör mal, du hast gerade vor 2 Jahren gegründet. Und jetzt überlegst du, dass du dein Geld in andere Firmen anlegst, in Steine? Steck dein Geld in deine eigene Firma rein. Bei deiner eigenen Firma weißt du am besten, um was es geht. Also nicht irgendwo anders das Geld ausgeben, sondern lass das Geld in deiner Firma und treibe mit deinem Geld das Wachstum an. Du musst nicht immer Fremdkapital haben. Und du bekommst auch mehr Fremdkapital, wenn du dein eigenes Geld da reinsteckst. Und welches Signal gibst du auch Investoren? Du sagst Investoren ja auch, wenn du das Geld woanders reinpackst, ich glaube nicht an meine Idee. Und wenn wir schon bei Investoren bleiben, ich war mal in einer Jury und da ging es um einen Unternehmerpreis. Und mit in der Jury waren 2 Risikokapitalgeber. Und die beiden haben ganz genau geguckt, wer ist bereit, von seinem Startup etwas abzugeben. Also wer ist bereit, 10, 15, 20, 50% abzugeben an einen Investor. Denn wenn du nur bereit bist, 3% oder 5% abzugeben, aber du willst ein paar 100.000, ein paar Millionen Euro Fremdkapital haben, dann werden die dir nichts geben. Sie gucken wirklich, wer glaubt an seine Idee, wer investiert in seine Idee, in seine Company und wer ist auch bereit, einen Teil abzugeben. Der dritte Fehler ist das Thema Fokus. Die meisten fokussieren sich nicht. Wenn du anfängst, Triathlon zu machen, Golf zu spielen oder du wirst gerade Vater oder Mutter, dann bist du nicht im Fokus für dein Unternehmen, was du nach vorne bringen willst. Fokussier dich auf das. Mach nicht so viele andere Sachen drumherum. Bleib bei einer Sache und steck da deine Energie rein. Du kannst immer noch in 10 Jahren Kinder kriegen, Triathlon machen oder dein Golfhandicap optimieren. Aber jetzt, am Anfang, fokussier dich auf die wesentlichen Sachen. Nummer 4. Die meisten scheitern am Umfeld. Also wenn du mich schon ein bisschen begleitest, dann weißt du, dass ich dieses Thema Umfeld immer wieder auf den Tisch bringe. Du brauchst die richtigen Leute um dich herum. Du brauchst den richtigen Ort. Du brauchst die richtigen Menschen um dich herum. Menschen, die wollen. Nicht Menschen, die sagen, ich will eine 40-Stunden-Woche haben.
Nicht Menschen, die gucken, ach, können wir mal eine Pause machen. Nicht Menschen, die sagen, ja, ich brauche Work-Life-Balance. Sondern Menschen, die Attacke machen wollen, mit denen du eine Delle ins Universum treten kannst. Also, der große Fehler ist, dass du im gleichen Umfeld bleibst, in dem du vorher auch warst, bevor du gegründet hast. Der Fehler ist, dass du dir Leute holst, die ein Angestellten-Mindset haben, eine freizeitorientierte Schonhaltung. Du brauchst Leute, die hungrig sind, die wollen. Die meisten scheitern im Umfeld. Der 5. und vorletzte Punkt, warum Gründer scheitern, weil sie die falschen Leute einstellen, weil sie das falsche Team aufbauen. Wenn du Mitarbeiter einstellst, dann brauchst du A-Mitarbeiter. Es gibt A, B und C. Du brauchst A-Mitarbeiter. Du brauchst nur die Besten. Und das ist ein großer Fehler, dass da Kompromisse eingegangen werden, du den Recruiting-Prozess nicht richtig machst und dann eben Leute einstellst, die sympathisch sind, mit denen du Gemeinsamkeiten hast, aber die schlussendlich nicht die richtigen sind. Also stell nur A-Mitarbeiter ein, bau dir ein A-Team auf. Und wenn du ein skalierbares Geschäftsmodell hast, dann schau, dass du möglichst schnell viele Leute einstellst, solange es finanzierbar ist. Denn du wächst dann über die Anzahl der Mitarbeiter, wenn die alle richtig produktiv sind. Der 6. richtig große Fehler ist viel zu kleine Ziele. Die meisten setzen sich gar nicht richtig große Ziele. Und du wirst nur dann richtig aktiv und kommst aus der Komfortzone raus, wenn du dir große Ziele setzt. Wenn du wirklich hingehst und sagst, so, nicht ich will im ersten Jahr 1 Million machen, sondern ich will 5 Millionen, 10 Millionen machen, weil du dann komplett anders denken musst. Ich bin seit 27 Jahren selbstständig und ich habe Höhen und Tiefen erlebt. Aber die richtig steilen Anstiege kamen damit, dass ich meine Ziele viel größer gesetzt habe. Setz dir große Ziele. Im Silicon Valley, in Kalifornien, bekommen die Unternehmen, die irgendwie 10 Millionen, 20 Millionen Umsatz erzielen wollen, die bekommen überhaupt kein Risikokapital, weil man guckt wirklich nach der nächsten Milliarde. Man schaut nach dem nächsten disruptiven Geschäftsmodell, was richtig abgeht. Man schaut nach dem nächsten Facebook, Tesla, Amazon. Also, denk viel größer. Nur wenn du groß denkst, löst du auch in deinem Kopf und in deinem Umfeld Prozesse aus, die dich richtig nach vorne bringen. In dem Sinne, ich wünsche dir, dass du all diese Fehler nicht machst, dass du aus diesem Video lernst und dass du richtig Attacke machst. Also teil doch mal deine Erfahrung als Gründer hier unter dem Video. Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Und wie hast du das Problem gelöst? Ich wünsche dir fette Beute und viel Erfolg. Oh. Ey, das ist mit dem Licht scheiße. Ich muss hier echt zwinkern. Stell nur A-Mitarbeiter ein. Jetzt habe ich hier so eine Fliege. Muss ich nochmal anfangen? Nein, du musst zur Seite, sonst sehe ich das und dann bin ich abgelenkt. Und ihr glaubt nicht, was mir zu Hause während Webinaren passiert. Das glaubt ihr nicht. Werde ich auch nicht erzählen. Da werden jetzt wieder zig Filmrollen weggeworfen, weil so viel Material aufgenommen wurde. 6 Gründe, warum Start-ups scheitern. Scheitern. Auch alles läuft. Kamera läuft jetzt. Jetzt müssen wir arbeiten. Psst. Anderes Licht, anderer Platz. Oh, noch schlimmer. Hier ist aber krass. Wenn du ein Stück nach links gehst, haben wir den Burschen im Hintergrund. Noch ein Stück. Jetzt bist du Wasser. Nein, alles gut.